Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für ein leckeres Geschnetzeltes mit Schweinefleisch, Schinken und Salbei in einer cremigen Rahmsoße. Dafür als erstes das Fleisch in Streifen schneiden. Ich habe hier Schweinefleisch aus der Oberschale verwendet. Ihr könnt aber genauso gut Rücken oder Nacken verwenden. Alternativ ist auch Hähnchen oder Rindfleisch möglich. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das Fleisch in die heiße Pfanne geben, ein wenig in der Pfanne verteilen und für ein paar Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze anbraten, ruhig auch schon mal mit einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen. Nebenbei bereiten wir noch die restlichen Zutaten vor, eine Zwiebel sowie Knoblauchzehe abziehen und fein hacken, dann etwa 20 Salbeiblätter in feine Streifen schneiden und zum Schluss noch 100 Gramm Schinken, ich habe hier Parmaschinken verwendet, ebenfalls in Streifen schneiden. Das Fleisch jetzt einmal kurz wenden bzw. einmal kurz durchrühren und danach können wir es aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Als nächstes einen Esslöffel Butter in die Pfanne geben. Außerdem kommen Zwiebeln, Knoblauch, Schinken und Salbei dazu. Alles unter gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze anschwitzen. Und wenn das erledigt ist, löschen wir das Ganze mit Flüssigkeit ab. 200 ml Sahne sowie 400 ml Gemüsefond bzw. Brühe dazu gießen. Einmal gut umrühren, dann zum Kochen bringen und jetzt geben wir das Fleisch zurück in die Pfanne. Außerdem binden wir die Soße noch mit etwas Speisestärke ab, einen gehäuften Teelöffel mit einem Schluck kaltem Wasser verrühren, dazu gießen, alles nochmal gut umrühren und anschließend cremig einköcheln lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Zum Schluss mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und etwas Abrieb einer unbehandelten Bio-Zitrone abschmecken. Danach können wir servieren, das Geschnetzelte zusammen mit Beilage auf tiefen Tellern verteilen. Bei uns gibt es heute Spätzle dazu. Das Geschnetzelte mit ein paar Zitronenspalten und etwas fein gehacktem Salbei garnieren. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.